Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Meckermats Traveling und heute geht es um die Einreisebestimmungen und sonstige Sachen, die man beachten muss, wenn man nach Indien will. Vielleicht kein so ein spannendes Thema, aber wenn ihr nach Indien wollt, dann schaut euch das unbedingt an, weil ich hätte nämlich beinahe meinen Flug verpasst, wegen eines klitzekleinen Fehlers. Die Reisevorbereitung war für mich echt nervzehrend, weil man muss echt vieles beachten und was, das erzähle ich euch jetzt. Das erste ist natürlich, ihr braucht einen Reisepass. Dieser muss 6 Monate gültig sein. Meiner war jetzt 5 Monate und ein paar Tage, gilt also nicht oder könnte schwierig werden. Deshalb habe ich einen neuen beantragt und das hat ewig gedauert, bis der kam. Irgendwie eine Woche vorher erst, was mich natürlich schon ziemlich gestresst hat. Dann braucht ihr noch ein Visa. Das bekommt ihr unter www.indienvisaonline.gov.in und dort wirst du 1000 Dinge auf Englisch gefragt. Nimm dir dafür also unbedingt Zeit. Außerdem brauchst du ein Foto. Dann schicken sie dir in den nächsten Tagen eine E-Mail, da wo drin stehen muss, genehmigt. Und scrollt da unbedingt runter, da ist irgendwo ein Link drin und da ist dann das richtige PDF zum Ausdrücken. Ich habe nämlich das Falsche ausgedruckt, also den Visa-Antrag, bin dann am Flughafen gestanden und die wollten mich nicht fliegen lassen, weil es das Falsche war. Zum Glück hatte ich einen Laptop dabei und habe dann irgendwie einen Service-Mitarbeiter gefunden, der wo mir wirklich in allerletzter Sekunde dann dieses richtige Schreiben ausgedruckt hat, weil sonst hätte ich nicht fliegen dürfen. Ich war wirklich 1 Minute vor Schalterschließung dort und die Dame am Schalter hat mir auch erzählt, dass das öfters passiert, dass da einfach mal Leute nicht fliegen, weil sie irgendwas nicht richtig haben. Zum Beispiel eben das Visa, wie ich. Und das war wirklich, ich war fix und fertig. Ich hätte es fast nicht geschafft wegen diesem einen kleinen Mini-Fehler. Oder, naja, es ist kein Mini-Fehler, aber einmal überlesen und dann stehst du da. Also unbedingt alles genau durchlesen und unbedingt das Richtige ausdrucken. Hier seht ihr das Richtige, hier seht ihr das Falsche. Genau, dann braucht ihr noch einen PCR-Test. Egal ob geimpft oder nicht oder genesen oder sonstiges, ihr braucht für die Einreise einen PCR-Test. Zumindest Stand Juni 2022. Genau, unser PCR-Test kam aber einfach nicht. Das hat geheißen, er dauert 2 bis 3 Tage und er kam nicht und kam nicht. Aber zu dem PCR-Test muss man dann noch ein Formular des Self-Declaration Form ausfüllen. Und das kann man erst ausfüllen, wenn der PCR-Test da ist. Also haben wir am Tag vorm Abflug in der Früh noch einen Schnelltest für, ich weiß nicht, 120, 150 Euro am Flughafen gemacht, damit wir das fertig kriegen, weil dieser andere PCR-Test einfach nicht kam. Also zweimal gezahlt und das zweite Mal richtig krass gezahlt. Ja, blöd. Und es war dann noch richtig stressig. Dann kam irgendwann um 10, 11 das Ergebnis, also 2 bis 3 Stunden später. Dann musste das Formular ausgefüllt werden, wo man eben das PCR-Ergebnis braucht. Ich glaube, einen Impfstatus, weiß ich nicht mehr genau. Und eben nochmal Sachen auf Englisch ausfüllen. Das, wo man aber auch ausgedruckt braucht für den Flughafen, also unbedingt ausdrucken und mitnehmen. Genau, und wenn ihr das dann alles habt, dann könnt ihr eigentlich fliegen. Und die Flugtickets natürlich, braucht ihr natürlich auch. Im Flugzeug bekommt ihr dann nochmal einen Zettel zum Ausfüllen. Den gebt ihr dann in Indien am Flughafen ab. Dann gebt ihr nochmal eure Fingerabdrücke ab, werdet fotografiert und dann habt ihr es auch schon geschafft. Ihr seid in Indien. Die Ausreise war ein bisschen leichter für mich oder auch nicht, wie man es nennt. Ich wusste nicht, ob ich einen PCR-Test brauche, weil mir das irgendwie keiner sagen konnte. Der eine hat gesagt nein, der andere ja. Sicherheitshalber habe ich einen gemacht. Und dann habe ich einen, also weil sie gemeint haben, ich brauche eventuell einen für die Inlandsreise,
Den habe ich dann nicht gebraucht. Allerdings habe ich dann einen für die Ausreise gebraucht. Zum Glück hatte ich ja dann einen. Ich habe den Inlandsflug genommen und dann gleich im Anschluss weiter bin ich heimgeflogen. Und zum Glück habe ich den da auch noch gemacht, weil den habe ich gebraucht, sonst hätten sie mich nicht fliegen lassen. Genau, und die restlichen Sachen hat man ja alles schon, wie Flugticket und Visa, bla bla. Alles wieder mitnehmen, immer herzeigen, ganz wichtig. Ja, und neben der Ein- und Ausreise gab es natürlich in Indien auch einige Sachen, die wohl ein bisschen anders waren, wie man sie bei uns kennt oder was man beachten sollte. Und das will ich euch jetzt in diesem Teil des Videos noch zeigen oder sagen, was mir so aufgefallen ist. Nummer 1, manchmal wird man da echt behandelt als Ausländer, als wäre man, ich weiß nicht wer. Sie wollten teilweise, wenn wir in das Schloss gegangen sind, einen Ausweis, die Ausweisnummer, das Visa. Ich weiß nicht, warum die das alles haben wollten, aber nehmt das bitte unbedingt mit, nicht, dass ihr irgendwo nicht reinkommt. Genau. Geld abheben war auch ein bisschen problematisch, weil nicht jede Bank wollte unsere Karte haben. Also eigentlich konnten wir nur bei der Canara Bank abheben. Alle anderen gingen irgendwie nicht. Das hieß, wir mussten immer ein bisschen suchen und suchen. Aber irgendwann hat man schon eine gefunden und da musste man sich das Geld halt so einteilen bis zur nächsten Bank, dass es halt gereicht hat. Ja. Klopapier ist auch so eine Sache oder allgemein Klo. Man kennt ja so Bilder von Indien, wo sie so richtig eklige Klos haben, nur so ein Loch im Boden. Ist nicht mehr so der Standard, muss man sagen. Es gibt sie zwar immer noch an manchen Orten, aber es gibt auch sehr viele westliche Klos, also mit Kloschüssel. Allerdings gibt es nicht überall Klopapier. Also für uns eine ganz komische Erfahrung. Die haben dann einfach so einen Wasserstrahler nebenan und damit soll man sich abwaschen. Ja, keine Ahnung, dann ist man ja total nass untenrum. Also ich finde es ein bisschen seltsam. Ich hatte oft einfach Klopapier in meiner Tasche und war sehr froh darüber. Nochmal zum Thema Weiße, kann man das nennen, also hellhäutigere Menschen. Wir waren eine echte Attraktion in Indien. Ich weiß nicht, ob es am Landteil lag. Viele, glaube ich, fahren ja eher in den Norden hoch, da wo das Taj Mahal und so ist. Da gibt es wahrscheinlich mehr Touristen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen ständig irgendwelche Leute her und haben gesagt, Foto, 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 wollten fotografiert werden. Nein, wollten mit uns fotografiert werden. Haben wir eine Zeit lang auch oft gemacht, bloß wenn es zu viele Leute waren, haben wir irgendwann gesagt, du, nee, reicht, wir müssen weiter. Das war echt eine Erfahrung, ich denke mal, so fühlt sich ein Star. Ja, Essen und Trinken ist auch in Indien ein bisschen anders. Also Essen ist vieles einfach scharf mit Reis, haben wir immer gesagt. Also es gibt sehr viele scharfe Gerichte. Wenn der Magen das nicht vertragt, dann schaut, dass ihr irgendwie fragt, ob es was nicht ganz so Scharfes gibt, weil es ist echt anders wie beim Inder in Deutschland. Ja. Also ich habe mir auch ein, zweimal echt irgendwas Falsches gegessen und dann ging es mir nicht mehr so gut. Getränke ist das Gleiche, man sollte Wasser immer aus der Flasche trinken und nicht irgendwie aus dem Wasserhahn. Kann man sich auch schnell was einfangen. Genau, und Alkohol gibt es eigentlich schon überall, so in Restaurants und so, gibt es meistens. Auch nicht überall, aber oft. Und wenn du Alkohol kaufen willst, gibt es dafür extra Geschäfte. Also im Supermarkt weiß ich jetzt nicht, ob es Bier gab, aber ich glaube fast nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall härteren Alkohol kriegst du da auf jeden Fall nicht. Hitze. In Indien kann es richtig heiß werden. Im Norden glaube ich sogar noch heißer. Wir haben es ja eigentlich geschafft, dass noch ging von den Temperaturen, so 35, 36.
37 Grad vielleicht und dann noch eine ziemlich krasse Luftfeuchtigkeit dazu. Allerdings war es uns in Hampi und vor allem in Goa richtig zu heiß. Also in Goa hat es mich auch mal echt umgehauen. Da hatte ich, glaube ich, einen Hitzeschlag. Mich hat es gefroren danach. Ich habe dann einen Tag lang gar nichts mehr gemacht. Da muss man echt aufpassen und am besten viel im Schatten sein und nur zu den empfohlenen Zeiten rausgehen. In Bangalore, oh je, Bangalore oder Bengaluru, so heißt es, war es nicht so heiß, da ging es eigentlich, da war es um die 30 Grad wahrscheinlich. Da hat man es nicht so gemerkt, also es war natürlich heißer wie bei uns, aber man hat es aushalten können, aber in Goa, da war es echt heftig. Puja. Puja bedeutet Ehrerweisung oder Verehrung und gefühlt macht jeder Inder überall Puja. Ja, es ist eigentlich irgendwie so eine Gebetsform, glaube ich. Auf jeden Fall kriegt man überall das mit und zum Beispiel auch in unserem Hotel, da stand eine Kuh und dann ist die Kuh geehrt worden und hat irgendwie auf die Stirn einen Punkt gekriegt und man hat sie mit Bananen gefüttert und ich habe auch einen Punkt danach aufs Hirn bekommen. Also anscheinend ist es einfach eine Art Gebet und jeder macht es irgendwie. Kosten. Also Indien kann teuer oder günstig sein, das kommt echt ganz drauf an, wie du reist. Also wir haben ein Hotel für 100 Euro gehabt und wir haben ein Hotel für 10 Euro gehabt. Man sieht natürlich die Unterschiede extrem und man zahlt halt einfach für das, was man bekommt. Das ist aber nicht nur bei den Hotels so, das ist bei den Reisekosten so und es ist auch beim Essen so. Also Streetfood zum Beispiel kriegst du sehr günstig, im Restaurant kann es günstig oder teuer sein, je nachdem. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn ja, schreibt mir das gerne drunter oder wollt ihr noch irgendwas wissen, auch gerne drunter schreiben und sonst sehen wir uns in der Woche wieder. Tschüss!